Ich habe 2015 eine Konzertreise nach Brasilien mit einem Deutschorchester gemacht und es war sehr schön. Wir waren in Rio und in São Paulo. Ich komme aus São Paulo. Es war super schön, alles war perfekt. Die Deutschen haben gesagt, wieso wohnst du in Deutschland, wieso wohnst du nicht hier am Strand in Rio, das ist alles so schön. Und ich habe gesagt, ja, hallo, als ich hier gelebt habe, ich habe nicht in einem Hotel gewohnt, ich bin nicht jeden Tag mit dem Taxi gefahren. Also es war richtig Leben und das ist nicht so schön, wie man denkt. Ne? Und es war lustig, weil wir sind dreimal sogar zu einem Restaurant gegangen, wo man ganz viel Fleisch isst. Du bezahlst so, ich weiß es nicht, 30, 40 Euro ungefähr und dann darfst du so viel Fleisch essen, wie du schaffst. Und kommt immer ein Kellner mit einem Fleischspieß und der schneidet dieses Fleisch in deinen Teller und dann isst du. Und 5 Minuten später kommt noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und wenn du Platz im Bauch hast, dann kriegst du das hin. Und die Deutschen haben so, wow, das ist so gut, wir können so viel Fleisch essen, das ist so lecker. Aber ich habe gesagt, das ist teuer, das ist auch nicht so, dass man jede Woche zu diesem Restaurant geht. Aber das ist, was wir typisch haben. Und hier eher nicht, weil hier isst man so wenig Rindfleisch und das schmeckt hier nicht so gut wie da. Das war auch interessant zu sehen, wie die manche waren sehr naiv auch. Ne? Wenn wir in Brasilien sind und wenn wir in einem Ort sind, wo wir nicht kennen, wir müssen die Leute fragen, ob sicher ist, ob gefährlich ist, bis wie viel Uhr soll ich dort gehen, soll ich überhaupt allein gehen, da soll ich gehen oder nicht. Aber es gab viele, die sehr naiv waren und die haben nicht geglaubt und die haben gemacht, was sie wollten. Und es war einmal, wir sind mit einem Taxifahrer gefahren im Rio und eine Junge hat gesagt, ja, ich will hier aussteigen. Und der Taxifahrer hat gesagt, lieber nicht, weil hier ist es schon gefährlich. Und er hat gesagt, aber ich steige hier trotzdem aus. Und das ist natürlich auffällig, dass er Deutsch ist, dass er Ausländer ist und er gar keine Ahnung hat. Und deswegen passieren schlimme Sachen, weil die Menschen glauben nicht, was die anderen sagen. Und das ist schon, also man muss schon aufpassen. Man muss in Brasilien ein bisschen anders sich benehmen als hier, nicht so naiv sein, weil es kann Sachen passieren und wenn das passiert, es ist nicht, weil man also nicht wusste. Es ist schon, alle wissen, dass dort gefährlich wäre, diese Uhrzeit nicht richtig wäre, aber der ist trotzdem gegangen. Und das finde ich sehr naiv. Nichts passiert, alles gut, das war alles gut. Aber der Taxifahrer hat richtige Sorge gehabt. Er hat gesagt, oh, ich sollte ihn nicht hier lassen, aber wenn er will. Здравей, как си? Какво правиш?